Herzlich willkommen. Heute habe ich wieder einen sehr spannenden Small Cap Wert aus den USA dabei. Dieser ist international tätig im Bereich IoT und verstärkt im KI-Bereich. Wir sehen uns kurz das Geschäftsmodell an, beziehungsweise was das Unternehmen mit KI macht, sowie die Zahlen. Danach kann jeder für sich entscheiden, ob das ein Investment ist oder nicht. Also, ihr wisst ja, jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Lasst uns loslegen. Lasst uns einen Blick auf das Geschäftsmodell werfen und herausfinden, warum dieses Unternehmen erfolgreich ist, beziehungsweise warum es auch erfolgreich sein wird. Digi International konzentriert sich auf die Bedürfnisse und Anwendungen seiner Kunden und bietet markteinführende, problemlösende Produkte und Dienstleistungen an, die an der Spitze der Maschinenkonnektivität und des IoT stehen. Das Unternehmen hat sich von seinem Produktmodell zu einem Lösungsmodell weiterentwickelt, was nichts anderes bedeutet, als dass das Unternehmen gesamtheitliche Lösungen anbietet. Anstatt ihren Kunden nur einige Komponenten oder Router zu liefern, bietet es somit umfassende Lösungen aus Produkten, Konnektivität, Verwaltungstool für Cloud- und Mobilanwendungen und fachkundigen Support an. Kunden reduzieren somit ihr Risiko und können gesamtheitliche Lösungen einfach anschaffen. Einige der wichtigsten Produkte dieses Unternehmens sind zum Beispiel Digi XP RF-Module. Diese Module ermöglichen eine einfache Integration von Funktionen in verschiedene Geräte. In Bezug auf KI und IoT ist diese Firma stetig innovativ. Sie nutzen IoT-Geräte, um jeden Aspekt der Lieferkette zu revolutionieren, von der Herstellung über die Verpackung bis zum Versand. Die Lieferung also. Lasst uns die Zahlen begutachten und feststellen, inwieweit dieses Unternehmen ein Kauf sein könnte oder nicht. Okay, sehen wir uns zunächst einmal die Zahlen an. Es handelt sich hierbei um ein Small Cap mit einer Marktkapitalisierung von etwa 1 Milliarde US-Dollar, mit einem Gewinn von 15 Millionen US-Dollar und einem Umsatz von 440 Millionen US-Dollar. Berechnet man den fairen Value mit der Discounted Cashflow Methode, kommt man auf das Ergebnis, dass beim aktuellen Preis von etwa 28 Dollar das Unternehmen mit 25% unterbewertet ist, was uns zeigt, dass das Unternehmen gut bewertet ist. Und das, obwohl es im KI-Hype ist. Betrachte ich nun das Kurs-Gewinn-Verhältnis, bemerkt man sofort, mit einem KGV von 65 ist das Unternehmen sehr teuer. Sehe ich aber auf das Kurs-Umsatz-Verhältnis des nächsten Jahres, erkennt man einen deutlichen Rückgang. Fast die Hälfte auf 38,4. Das zeigt uns, dass das Unternehmen sich wunderbar entwickelt und starkes Wachstumspotenzial im kommenden Jahr aufweist. Ein ähnliches Bild bekommt man, wenn man das Kurs-Umsatz-Verhältnis ansieht, das aktuell in etwa bei 2,4 liegt und auch im kommenden Jahr leicht sinkt. Noch interessanter wird das Bild, wenn man sich den Vergleich des KGVs in der Peer Group ansieht. Hier kann man im unteren Bereich sehen, dass aktuell das Unternehmen zu teuer ist und über dem Peer Group Durchschnitt von 30 liegt. Aber im kommenden Jahr steigt das durchschnittliche KGV auf 50, während das der Firma auf 30 fällt. Was uns zeigt, dass das Unternehmen gerade in naher Zukunft eine unglaubliche Entwicklung hinlegen wird. Im nächsten Schritt betrachten wir den Umsatz und die Gewinnentwicklung des Unternehmens aus den letzten paar Jahren und den nächsten Jahren. Man erkennt sofort, dass sowohl Gewinn als auch Umsatz stetig am Steigen ist. Sehen wir uns zunächst das Earningswachstum an. In den letzten 5 Jahren wuchsen die Earnings dieses Unternehmens im Schnitt um 25%, was ein durchaus solides Wachstum ist, verglichen zum Markt. Jedoch etwas niedriger als die 31% der Vergleichsindustrie. Wenn wir jetzt zum Earningswachstum aus dem letzten Jahr sehen, fällt sofort auf, dass dieses negativ war. Man könnte sich jetzt die Frage stellen, warum war denn das so? Grund hierfür sind ganz normale Abschreibungen gewesen.
die jetzt erledigt sind und somit auch das zukünftige Wachstum wieder steil nach oben zeigt. Betrachten wir jetzt das zukünftige Wachstum, so sehen wir, dass der Forecast der Earnings wesentlich höher ist als der Vergleichsindustrie oder des Marktes, was ein ausgezeichneter Ausblick für die Zukunft ist. Der Umsatz dieses Unternehmens steigt stärker als vergleichsweise in der Industrie, jedoch etwas schwächer als der des gesamten Marktes. Okay, betrachtet man nun die Entwicklung des Gewinns sowie des Umsatzes und des Free Cashflows des Unternehmens aus den letzten Jahren, erkennt man sofort, dass sowohl Umsatz als auch Gewinn stetig am Steigen sind. Beim Free Cashflow fällt ja vor ein paar Jahren etwas ab, steigt aber in Zukunft wieder stark an. Grund hierfür waren diverse Abschreibungen, die diese Position reduziert haben. Betrachten wir wieder die kurz- und langlaufenden Schulden bzw. Verbindlichkeiten, erkennt man, dass diese sehr gut gedeckt sind und das Unternehmen somit wirtschaftlich auf soliden Beinen steht. Man sollte erwähnen, dass das Unternehmen keine Dividende auszahlt, zum jetzigen Zeitpunkt. Ein Punkt, der jedoch negativ zu erwähnen ist, dass in den letzten Monaten massive Insiderverkäufe stattgefunden haben, besonders durch den CEO selbst. Warum denke ich, dass dieses Unternehmen Potenzial hat? Man kann es im Endeffekt auf 2 Punkte reduzieren. Punkt Nummer 1 ist, dadurch, dass dieses Unternehmen im KI-Bereich spielt und aktuell alle Werte mit KI beflügelt werden, könnte das auch dieses Unternehmen beflügeln. Punkt 2 ist, dass dieses Unternehmen ein Unternehmen ist im KI-Bereich, das nicht maßlos überteuert ist und relativ gute Margen mit sich bringt. Was dieses Unternehmen besonders auszeichnet ist, obwohl es ein relativ kleines Unternehmen im Vergleich zu Unternehmen wie Microsoft oder Apple oder ähnlichen sind, ist die Preisvolatilität gegenüber der Industrie nicht signifikant höher. Zu meinem Verhalten: Sobald ich einen sinnvollen Einstieg für dieses Unternehmen finde, versuche ich eine kleine Tranche zu etablieren. Vielen Dank, falls ihr bis hier dran geblieben seid, würde ich mich unbedingt auf ein Abonnement bzw. einen Kommentar freuen. Klickt den Like-Button und teilt dieses Video. Ihr würdet mir damit sehr helfen. Vielen Dank.